Herzlich willkommen zu einem neuen Tina Hase DIY-Video. Ich zeige euch heute nach einiger Zeit mal wieder 3 DIY-Einleitungen. Und zwar habe ich mir 3 Ideen für College-Blöcke ausgedacht. Also wie ihr College-Blöcke, Notizbücher und andere Dinge gestalten könnt. Eine Idee ist sogar dabei für Manga-Postkarten. Ich weiß, dass viele von euch Manga-Postkarten zu Hause haben. Viele sammeln ja auch diese Postkarten und Leseproben, genauso wie ich. Und bei mir hat sich im letzten Jahr richtig viel angehäuft. Deswegen habe ich mir da mal etwas für überlegt. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, gebt ihm gerne einen Daumen, schreibt mir einen netten Kommentar, da würde ich mich immer sehr drüber freuen. Und abonniert auch meinen Kanal, damit ihr keine meiner Videos mehr verpasst. Und wenn ihr Lust auf Einblicke hinter die Kulissen habt, folgt mir super gerne auch auf Instagram. Da poste ich ziemlich regelmäßig und natürlich auch zwischen den YouTube-Videos immer mal wieder etwas. Also wenn ihr da Lust drauf habt, folgt mir super gerne auf Instagram. Und da würde ich sagen, legen wir erstmal los. Ich zeige euch jetzt 3 kreative Ideen für die Gestaltung von College-Blöcken oder anderen Sachen. Also ihr könnt das auch alles für andere Sachen verwenden. Schaut es euch einfach an. Diese 3 College-Blöcke wollen wir heute umgestalten, weil die sind doch ziemlich langweilig. Für die erste Idee brauchst du eine Hexagonform. Ich habe mir einfach eine aus dem Internet heruntergeladen. Und diese Form ziehe ich jetzt auf meinem Bildschirm auf die richtige Größe. Dann klebe ich hier ein Post-it auf meinen Bildschirm und male das Hexagon einfach ab. Anschließend faltest du dein Hexagon und dann schneidest du es aus, sodass du eine Schablone hast. Und mit dieser Schablone schneidest du dir dann Designpapier oder Tonkarton zurecht, was auch immer du da hast und was dir gefällt. Und dann brauchst du natürlich noch Manga-Bilder. Ich habe hier ganz viele Postkarten zerschnitten, die ich noch zu Hause hatte. Jetzt nimmst du dir deinen College-Block und, das ist ein richtig cooler Hack, den habe ich bei Kelly Cassie gesehen. Jetzt malst du mit einem schwarzen Permanentmarker hier in diese ganzen Rillen rein und malst so die ganze Kante von dem College-Block einmal schwarz an. Ich mal auch die Ränder hier einmal komplett außenrum schwarz an. Und dann brauchst du einen schwarzen Tonkarton. Auf den Tonkarton legst du jetzt deine ganzen Hexagons einfach drauf, so wie es dir gefällt. Und wenn sie so liegen, wie es auch später sein soll, dann klebst du sie ganz einfach mit einem Klebestift auf dem Tonkarton fest. Alles, was hier so absteht, kannst du von der Rückseite aus einfach abschneiden. Und weil mir das noch ein bisschen zu langweilig war, werden wir das jetzt noch ein bisschen mit Lackmarkern verzieren. Ich male mir hier als erstes 2 Striche auf. Und da schreibe ich dann einfach einen Schriftzug rein. Ich schreibe hier Manga Love, das fand ich irgendwie sehr passend. Du kannst natürlich raufschreiben, was du gerne möchtest. Und dann male ich hier mit meinem weißen und dem goldenen Lackmarker noch ein paar Details, kleine Herzchen und andere Sachen auf. Was auch immer dir gefällt, verzier das Ganze ruhig richtig schön. Und dann klebst du den Tonkarton mit deinen Hexagons einfach mit einem Klebestift vorne auf deinen College-Block drauf. Und dann sieht der schon richtig cool aus und gar nicht mehr so langweilig wie am Anfang. Für die nächste Idee brauchst du auch wieder einen schwarzen Tonkarton. Außerdem brauchst du Acrylfarben und einen Schwamm. Diesen Schwamm schneidest du als erstes durch. Du könntest auch einen anderen nehmen, ganz egal. Hauptsache du hast einen Schwamm. Und mit diesem Schwamm tupfst du jetzt deine Acrylfarben auf den Tonkarton. Ich starte hier mit dem Türkis und dem Schwarz. Und trage hier schon mal grob eine Form auf meinen Tonkarton auf. Wir wollen uns nämlich jetzt ein Galaxy-Bild machen, also so ein Sternen-Weltraumbild. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll.
Und ja, dafür musst du jetzt halt immer die Farbe auftupfen. Ich fange hier halt an mit Türkis und Schwarz. Du könntest zwischendurch auch einfach mal nur Türkis nehmen. Und das Ganze verblendest du dann immer mit deinem Schwamm. Also tupfe ruhig alles richtig schön großzügig auf und geh auch immer wieder über die Farbe drüber. Zwischendurch lässt du das Ganze am besten trocknen oder du föhnst es einfach über, so wie ich das hier mache, dann kannst du schneller weiterarbeiten. Und dann nimmst du ein bisschen Weiß dazu und tupfst die Farben schon mal ganz grob auf dein ganzes Bild überall auf. Und dann verblendest du die Farben auch wieder so. Tupfe ruhig alles schön ordentlich, das kann ein bisschen dauern, aber je besser du tupfst und die Farben verteilst, desto schöner sieht es nachher aus. Dann lässt du das Ganze wieder antrocknen und mischst dein Türkis noch ein bisschen heller zurecht und tupfst das Ganze natürlich auch wieder auf. Zwischendurch kannst du ruhig immer noch ein bisschen Schwarz oben drüber geben, um dem Ganzen noch etwas mehr Tiefe zu verleihen. Und wenn das dann wieder getrocknet ist, dann kannst du dir die nächste Farbe nehmen. Ich nehme hier Pink mit Weiß und das tupfe ich dann hier so ganz großzügig überall so ein bisschen auf. Und das verblende ich dann auch anschließend wieder. Jetzt gebe ich hier zwischendurch nochmal wieder etwas Schwarz drauf. Und dann bin ich auch schon recht zufrieden. Ja, ich weiß, es sieht sehr abstrakt aus, aber wir wollen hier auch keinen Kunstunterricht machen. Das soll nicht perfekt sein. Das soll einfach nur den Effekt von einem Galaxy-Bild haben. Damit dieser Effekt jetzt noch besser rauskommt, nimmst du dir einen weißen Lackmarker und mit diesem malst du dir jetzt hier Sterne auf dein Galaxy-Bild auf. Verteile die Sterne ruhig überall schön großzügig, mal immer wieder größere und kleine Grüppchen auch auf und versuch die Sterne mal ein bisschen größer und ein bisschen kleiner hinzukriegen. Für mich war es unheimlich schwierig, nicht zu linear zu werden. Ich neige einfach dazu, so gerade Straßen zu malen. Das war so ein bisschen schwierig, aber mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden und ich finde, jetzt sieht es schon richtig aus wie ein Sternenhimmel. Dann habe ich mir hier noch ein Anime-Bild ausgedruckt von Zero2. Das schneide ich mir hier erst einmal aus und dann klebe ich sie mit einem Bastelkleber auf mein Sternenbild auf. Und dieses Galaxy-Bild klebe ich jetzt auf meinen College-Block vorne drauf und dann male ich mit dem Edding wieder die ganzen Ritzen auf meinem College-Block an, damit alles schön einheitlich aussieht. Du kannst das natürlich auch wieder vorher machen, aber ich habe das leider vergessen, deswegen habe ich es hinterher gemacht. Und dann ist der Anime Galaxy College Block auch schon fertig. Und für die dritte Idee habe ich mir etwas für Postkarten überlegt. Habt ihr auch so super viele Anime- und Manga-Postkarten zu Hause? Wenn ihr hier eine von eurem Lieblingsanime oder Manga seht, schreibt mir das doch super gerne mal in die Kommentare. Dafür nimmst du dir deinen College-Block und den drehst du einfach erst einmal so um, dass du die Rückseite vorne hast, aber er immer noch richtig rum ist. Dann klappst du den College-Block auf und malst auf die Innenseite der Pappe einmal die Umrandung von einer Postkarte auf. Ich messe mir das hier mit einem Lineal aus, damit es auch nachher gerade ist. Und dann nimmst du dir ein Bastelmesser und ein Lineal und damit schneidest du jetzt einfach entlang der Linie deiner Postkarte in die Pappe rein. Leg dir unbedingt eine Unterlage unter, bei der es nicht so schlimm ist, wenn du da reinschneidest. Und dann drückst du dieses postkartengroße Rechteck in der Mitte einfach raus
und hast hier so ein Fenster. Dann nimmst du dir wieder ein Designpapier oder Tonkarton und das legst du unter das Cover einfach rein, so wie ich das hier mache. Zieh das ruhig ein bisschen von den Spiralen wieder weg, damit es nachher nicht zu eng ist. Und leg es unbedingt oben an die Oberkante an, damit es auch gerade ist. Und dann schneidest du das Fenster auch in dem Tonkarton noch einmal aus. Schneide ruhig gleich an der Seite und auch unten noch einmal mit dem Messer lang. Und dann kannst du alles, was übersteht, einfach von deinem Tonkarton abziehen, so wie ich das hier mache. Und das klebst du dann einfach vorne drauf, sodass du schon mal ein hübsches Cover mit Fenster hast. Jetzt nimmst du dir eine ganz normale Prospekthülle und auf diese malst du jetzt mit einem Permanentmarker die Form von deiner Postkarte auf. Male sie unbedingt etwas größer und dann schneidest du die Prospekthülle zurecht, so wie ich das hier mache, und klappst diese dann auf. Jetzt malst du mit dem Bastelkleber so ein Rechteck auf, wie ich das hier mache, also innerhalb der schwarzen Linien. Und diesen Bastelkleber verteilst du jetzt mit einem breiten Borstenpinsel nach innen in dein Rechteck hinein. Jetzt nimmst du dir verschiedenes Glitter und das streust du einfach auf den Bastelkleber auf. Verteile das Ganze ruhig ein bisschen und gib einiges von dem Glitter nur in die Ecken oder an spezielle Stellen, so wie du das möchtest. Und lasse den Kleber dann trocknen. Der, den ich hier benutze, ist transparent trocknend, also von dem sieht man später gar nichts mehr. Schüttel alles, was übersteht und nicht klebt, einfach ab. Dann malst du mit Heißklebe das schwarze Rechteck einmal nach und klappst die Prospekthülle wieder zu, sodass das Glitter in der Hülle ist. Und diese Glitterfolie klebst du jetzt einfach mit Heißkleber von innen auf das College-Block-Cover. Und dann hast du hier schon mal einen College-Block mit einem Glitterfenster. Ich finde, das sieht schon richtig schön aus. Aber das ist ja noch nicht alles. Jetzt nimmst du dir noch ein Stück Papier. Ich habe hier einen festen Tonkarton genommen. Und den klebst du auch in deinen College-Block. Male mit der Heißklebe, so wie ich hier, ein großes U auf. Also überhalb von deiner Folie musst du unbedingt freilassen. Aber die Außenkanten des College-Blocks bestreichst du natürlich auch mit Kleber. Du könntest auch den Bastelkleber nehmen, wenn dir das lieber ist. Und das drückst du dann richtig schön fest. Und dann kannst du einfach hier oben, wo du keinen Heißkleber aufgetragen hast, deine Postkarte einschieben. Und dann hast du eine College-Block-Hülle, wo du immer wechselnde Anime- und Manga-Postkarten einschieben kannst. Und wenn du möchtest, kannst du außenrum noch Sticker aufkleben oder was aufschreiben. Aber mir persönlich gefällt es so schlicht einfach am besten. Und hier sind meine 3 College-Blöcke. Ich finde, sie sind alle richtig, richtig schön geworden. Also ich bin mit den Ergebnissen super zufrieden. Besonders das hier mit dem Glitter gefällt mir richtig gut. Und ich finde, das ist einfach eine schöne Idee für diese ganzen Anime- und Manga-Postkarten. Natürlich habe ich hier auch mein Galaxy-Bild. Das ist auf jeden Fall in diesem Video heute mein absolutes Highlight. So ein Galaxy-Bild wollte ich schon immer mal machen. Ich habe es als allererstes mit euch im Livestream auf Twitch getestet und bin über das Ergebnis einfach so glücklich. Und ich glaube, mit dieser Methode kann wirklich jeder so einen wunderschönen Sternenhimmel machen. Also probiert es unbedingt aus. Es ist super einfach und macht total viel Spaß. Wenn ihr jetzt noch unsicher seid, ob das Ganze auch hält, dann könnt ihr natürlich hinterher noch eine Buchklebefolie draufkleben, also diese Umschlagfolien für Bücher und Hefte. Ich habe euch alle Materialien wie immer unten in der Videobeschreibung aufgeschrieben und auch teilweise verlinkt. Also schaut da unbedingt vorbei, dann wisst ihr genau, was ich benutzt habe. Ich hoffe sehr, dieses Video und die DIYs haben euch wieder genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir wie immer einen Daumen da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert unbedingt meinen Kanal, schreibt mir einen netten Kommentar. Ihr dürft gerne Wünsche äußern, was ihr gerne von mir gebastelt sehen wollt. Natürlich gehen auch nach wie vor
Cosplay-Accessoires. Ich habe eine kleine Cosplay-Reihe gestartet. Ich verlinke euch das erste Video dazu mal hier. Und da wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten noch mehr kommen. Und ja, dann würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns beim nächsten Video in 14 Tagen hier wiedersehen. Bis dann!